Heute habe ich mit dem Reto von Digital Parking einen gemeinsamen Ausflug gemacht, um die neueste Innovation aus der Zusammenarbeit zwischen Twint und Digital Parking zu testen. Nummernschilderkennung bei Parkhäusern, die eine ticketlose Ein- und Ausfahrt ermöglicht. Natürlich sind wir auch einen feinen Kaffee genommen und haben darüber diskutiert, wie sie die Zusammenarbeit das Parkieren verändert und vor allem auch vereinfacht hat. Reto, wir fahren jetzt durch Zürich durch. Zürich war eine der ersten grossen Städte, die Twint damals im Parking etabliert hat. Wenn du so zurückschaust, was hat sich in der ganzen Schweiz verändert in den letzten 3,5 Jahren? Quasi von null. Vor Twint von einem sehr tiefen Anteil von einer digitalen Zahlungsquote zu wirklich eigentlich weit über einem Drittel von den Leuten, die das so machen. Twint steht da im absoluten Zentrum davon. Die Leute sind sich jetzt 40, 50 Jahre lang gewöhnt gewesen, an Parkour zu laufen und dort mit Münzen zu zahlen. Wir haben angefangen mit einem QR-Code, wo man an Parkour klebt, wo der Parkierer immer noch an Parkour läuft, weil das macht er ja weil er ist sich ja gewöhnt, dass er dort anlaufen muss. Sieht dann den QR-Code, ist absolut klar, was er machen muss. Dann ist der nächste Schritt, dass man sagt, hey, wieso laufst du eigentlich an Parkour? Mach doch einfach die Twint-App auf. Es ist wirklich ein System, das sich sehr stark jetzt können und vor allem auch schnell verbreiten. Ja. Einer der ganz wichtigsten Werte, die Twint repräsentiert und die Twint sehr konsequent und fast bedingungslos in den Markt bringt, ist, dass man einfacher oder schneller oder für den User mit mehr Convenience bringen. Das hat man im Parking, in der Zusammenarbeit zwischen Digital Parking und Twint bewiesen, dass das machbar ist. Das Parkieren war noch nie einfacher gewesen. Jetzt kommen wir dann gerade an eine Parkhausanlage, die totale Innovation darstellt. Und zwar eine sogenannte License Plate Scan-Funktion. Kannst du uns das mal schnell erklären, Reto, wie das genau funktioniert und was der Mehrwert ist? Also grundsätzlich ist es eigentlich so, dass sich wenn man an das Parkhaus anfährt, dass sich mit dieser Funktion die Barriere quasi wie einfach magisch öffnet. Man muss gar nichts mehr machen, man kann einfach reinfahren und wieder rausfahren. Also man muss kein Ticket mehr ziehen, man muss nicht mehr an die Kasse und am Schluss wird es auf Twint abgebucht. Also das Auto macht deine Garage Schranken eigentlich auf. Correct. Also wir fahren jetzt hier hin, oder? Und eigentlich macht gar niemand etwas. Die Barriere geht auf. Willkommen im Schiffsbau. Magic. Absolut Magic. Das ist bei uns für Twint natürlich ganz wichtig, dass man für jede Alltagssituation, wo man kann vereinfachen kann, wo man kann etwas anders machen, besser machen, dass wir zuvorderst stehen. Ist natürlich schon so die Convenience von Nummernschilderkennung, wie wir es jetzt ja vorher gesehen haben, wo wir eingefahren sind vorher, ist einfach unvergleichlich. Wir haben jetzt einen Kaffee getrunken, wir haben das Auto parkiert und jetzt machen wir noch den zweiten Test, jetzt holen wir das Auto raus und schauen, wie es funktioniert. Da ist die Magic versteckt. Genau. Technik von dem Scanner, den wir vorher gesehen haben. Eigentlich ist es das kleine Böckchen, gell? Das ist eigentlich nur das, ja. Da ist die Kamera drin, die dein Kennzeichen scannt. Ja, wir haben bewiesen, dass wir die Technologie, die in der Parkraumbewirtschaftung eingesetzt wird, das Leben vereinfacht, dass wir die Technologie auch so zu nutzen machen, dass der User mehr Freiheit, weniger Hürden und eine Vereinfachung von seinem Alltag wird erleben dürfen. Ich persönlich freue mich extrem darauf, auf die nächsten Schritte. Ich glaube, wir sind auf sehr gutem Weg. Wir haben sehr viel schon bewirkt zusammen und bin gespannt, in welchen Dimensionen das wir noch werden vorstoßen. Ebenfalls, man kann noch viel machen, so wie wir es jetzt auch gemacht haben in den letzten 3 Jahren, wirklich nicht am Alten festhält, sondern wirklich versucht, potenzielle Optimierungen zu entdecken und dann die auch wirklich durchführen. Ich glaube, das hat sehr, sehr gut funktioniert in den letzten 3 Jahren und wir werden das sicher auch weiter so machen.